Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei The Blackwell Deceptionn, wo wir jetzt nur noch als Joey unterwegs sind. Wir können nicht mehr zu Rosa wechseln. Sie hat uns im Universum nichts zurückgelassen, hat die Verbindung getrennt, weil Gavin sie ihr eine Gehirnwäsche verpasst hat und ja, wir sind ein bisschen hoffnungslos. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und jetzt werden wir in dieser Folge mal herausfinden, wie sich die Ereignisse der Blackwell Deceptionn final auflösen. Joey hat hier jemanden gehört. Ach, guck mal. Madeline, is that you? Oh, I see. Malone, was it? I suppose you arriving here was inevitable. You wouldn't be my first choice of companion, but choices are hard to come by these days. Okay. Sie sagt, Mensch, Joey, Malone hieß du doch richtig, so war doch der Name. Du bist nicht so meine erste Wahl, was was Leute angeht, mit denen ich mich hier beschäftigen kann, aber auf der anderen Seite so wirklich viele Entscheidungen treffen darf ich hier im Moment wohl nicht. Und es war wohl unvermeidbar, dass er hier auftauchen würde. Moment, unvermeidbar? Inevitable. What do you mean inevitable? Your host banished you, did she not? No, that's not what happened. Did she leave you here and close the door behind her? Well, yeah, but... Then you've been banished, just like I was. Okay, also sie ist verbannt worden, weil, genau das, was wir gesehen haben, wir von unserem Host in diese Welt geworfen wurden und dann hat sie die Tür geschlossen. Aber genau, erstmal, warum ist sie denn noch hier? What are you doing here? Doing? What does any lost spirit do? Stare at the universe, ponder our place in it, wonder where we went wrong. Okay, ja. Und was macht man denn so als verlorener Geist, der nichts mehr tun kann? Man steht hier im Universum und guckt sich so um. Und überlegt, was man falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite natürlich, ne, man muss nicht essen, man muss nicht trinken, nicht schlafen. Man kann quasi im Universum frei herumfliegen. Ich würde sagen, das ist irgendwie half bad. Also auf der einen Seite ist das natürlich furchtbar, irgendwann sehr schnell, sehr langweilig, denke ich. Aber auf der anderen Seite gibt es da bestimmt auch eine Menge Spannendes zu sehen. Aber gut, okay, ich schweife ab. Was meint sie denn, was wir falsch gemacht haben? What do you mean, where you went wrong? Don't you have any regrets? Maybe. Too late to worry about them now. Well, you will have plenty of time to do just that. Okay, und sie fragt, glaubst du, dass du nie irgendwas falsch gemacht hast? Und er sagt, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, möglicherweise. Und sie sagt, naja, jetzt hast du genug Zeit, okay. Aber ich war nicht verbannt. She didn't want to send me here, not really. Is that so? She wasn't in her right mind. I just gotta get through to her. And how are you going to do that? It's too late. The link between you is breaking. Soon it will be gone. And then there will be a large, empty space in her head where it used to be. Then the universe will pour in, and she will go slowly mad. It happened to my host many years ago. It will happen to yours. You should just be grateful you won't have to see it happen. Aha, okay, das ist eine super wichtige und spannende Information. Also, dadurch, dass Rosa uns rausgeworfen hat und der Link mit Joey gerade am Zerbrechen ist, wird dieser Ort, wo also dieses Portal in die Unendlichkeit war, wird verschwinden. Und dadurch wird so eine Art Loch in ihrem Kopf übrig bleiben und das gesamte Universum wird dort reinfließen sozusagen. So hat sie das formuliert. Und dadurch wird unser Host wahnsinnig, verrückt. Und wenn wir drüber nachdenken, ist das doch genau das, was mit Tante Lauren und mit Rosangelas Großmutter schon passiert ist. Und also das jetzt bringt uns das so ein bisschen näher an die Geschichten, die wir schon quasi irgendwie so halb erlebt haben. Finde ich ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Also, ja, dann überlegen wir mal, was hat es denn mit ihrer Zukunft auf sich? Wait, are you telling me that Red is gonna end up like her? Who can say? But yes, I think so. That's not gonna happen. I won't let it. And just what are you going to do, little ghost? Rail against the universe? Scream at her through the infinite gap between that world and this? The link is breaking. There is nothing that can be done. Mhm. Ja, okay, und sie sagt, was willst du denn? Also er sagt, das lasse ich nicht zu, das wird nicht passieren. Das lasse ich nicht zu, dass Rosangela dasselbe passiert, wie es der Gräfin, der Countess, die wir kennengelernt haben, passiert ist. Und er will es nicht zulassen und sagt, ja, was willst du denn machen? Dir deine Seele aus dem Leib schreien, im wahrsten Sinne des Wortes, hier im Universum?
es hilft nichts, du hast diese Verbindung zwischen euch beiden bricht auf und du kannst nichts tun. Ja, was hat es denn mit dieser Verbindung auf sich? You said the link is breaking, so it's not broken yet. You will know when it breaks. It feels like your soul breaking in two. So maybe I'm not licked yet. Perhaps. Ah ja, und sie sagt, du wirst schon spüren, wenn der Link zerbrochen ist, zerbricht, denn es fühlt sich, als wenn deine Seele in zwei gerissen wird. Und er sagt, Moment, das heißt aber, der Link ist noch nicht zerbrochen. Und sie sagt, ja, vielleicht. Okay, gib mir mehr Info. So this link, how do I get through it? Where is it? It's not a place, Malone. It's a part of both of you. Weren't you taught anything? No, nobody taught me squat. It was all learn as I go. And you've lasted this long? Fascinating. Still, you must have used the link several times before now. It's the only way to send on the lost spirits you meet. Aha. Ah, alles klar, okay. Und ja, dann sagt sie, dann fragt er sie ja, wo ist dieser Link, diese Verbindung? Sie sagt, dieser Link ist kein Ort. Das ist etwas, das zwischen euch beiden besteht. Und nur zwischen euch beiden. Und dann sagt er, ja, und wo finde ich heraus, was das ist? Und sie sagt, Moment, hat dir das denn keiner beigebracht? Und Joey sagt, nein, mir hat niemand irgendwas beigebracht. Ich habe das alles unterwegs selber rausfinden müssen. Und sagt, okay, das ist interessant, dass du dann so lange durchgehalten hast als Spirit. Das heißt, wir sind schon ein besonders cooler Spirit-Host anscheinend. Mit mehreren Besonderheiten. Zum einen haben wir nicht irgendwie eine Art Tutorial-Lerngeist bekommen. Anscheinend hat Madeleine von irgendwem irgendwie Input bekommen, wie das Ganze funktioniert. Und wir sind anscheinend auch besonders stark, denn wir haben ja besonders lange durchgehalten, trotz dieser Nicht-Infos. Und sie sagt, dieser Link ist auf jeden Fall etwas, das wir immer benutzt haben, um Geister mit der anderen Welt zu verbinden. Also? Right. Don't go anywhere. I have no pressing engagements, believe me. Also nehmen wir die Teil, können die nur auf Madeleine benutzen. Hey, when you say link, do you mean this? That? Don't be absurd. Look, you said the link is how we deal with the spooks. Well, we use this. You use your necktie. That's what I said. Come closer. Let me see. Ah ja. I've never seen anything like this. You created a mental projection of your link in the form of your necktie. Sure, whatever. How? I don't know. Like I said, I had no teacher. One day it just seemed like the right thing to do. And it worked. So why haven't you used it to return? I don't know how. I've spent almost a century in this place, only reaching out to the mortal world in dreams. You have no idea what it has been like. I can show you how to traverse the link, but only if you agree to take me with you. Mhm. Okay, das ist natürlich wieder spannend. Es ist immer nur Deals. Also, erstmal ist es faszinierend, dass wir es tatsächlich geschafft haben, um diese Verbindung, diesen Link auf einen Gegenstand zu übertragen, sagt sie. Das sei eigentlich nicht möglich und nicht normal. Und er sagt, ja, keine Ahnung, mir hat es niemand beigebracht. Es hat einfach irgendwann so funktioniert. Und auf jeden Fall findet sie das sehr, sehr faszinierend und spannend. Und sie ist jetzt seit Jahrhunderten in dieser Welt gefangen und fragt uns dann ja, warum bist du nicht zurückgegangen? Du hast doch den Link. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mir hat niemand was beigebracht. Und ja, dann sagt sie, okay, ich kann dir zeigen, wie es geht, aber nur unter der Bedingung, dass du mich mitnimmst. Ich habe Jahrhunderte in diesem Nichts verbracht und das ist ganz furchtbar. Und warum sollen wir sie mitnehmen? And why should I do that? The last time we blindly trusted you, you let a killer ghost loose in New York. That killer ghost is what your precious host will become one day. Remember that. Okay, und auf die Aussage hin, naja, wenn das letzte Mal, als wir ihr vertraut haben, hat sie so eine Art Killergeist auf New York losgelassen, wenn wir uns an die Countess zurückerinnern, Teil 3 und so. Und sie sagt nur, ja, das ist genau das, was deinem Host jetzt passieren wird. Okay, wir haben keine Wahl, denke ich. Fine, you got me over a barrel. Then take my hand. Hey, Shh. Let me concentrate. Holy fuck. that was interesting. Red, what the hell is he doing to you? Madeline, what the hell is going on? Now where did she go? He is feeding on her, draining her. It's how he stays alive. Yeah, I gathered that. Okay, er saugt gerade Rosangelas Energie aus. Oh, Kacke. Warum weiß sie so viel? How do you know so much about Gavin all of a sudden? I think I've always known. I just chose to ignore it. But it's crystal clear to me now. Not that it matters. Ah ja, sie hat das anscheinend immer gewusst, aber sie hat es ignoriert. Okay, wie halten wir den auf? So, how do I stop him? Stop him? You can't. We're dead. Gavin will drain her dry. And then she'll be dead too. And then we'll all haunt this house together.
That's not gonna happen. Right, just stay there. What's the point? Step out from the fringe of society. Okay, und The spirits you save. Who knows about oh, halt doch mal die Klappe. Does anybody know you? Jedenfalls Does anybody gibt es thank keinen Weg, you? sie zu retten, No. sagt er, und dann sind wir als You drei toil on Rettungsgeist. behalf of Oh, geht ihm England. auf den Sack, der hört Every nicht night, auf. You prowl the city look. Red, can you hear me? Joey? Your spirit guide. He has returned? Yeah, I've returned. Stop listening to this guy. No, I can't talk to you. I have my own life now. Not for long, you won't. I don't know how you returned, spirit guide, but she's right. You can't convince her otherwise. Mhm. Ich kann sie nicht anderweitig überzeugen und sie hat jetzt ihr eigenes Leben, bla bla. Er feedet auf der positiven Energie von Menschen. Das muss man sich an dieser Stelle im Kopf halten. Was wir jetzt also versuchen, ist Rosangela so hinzukriegen, dass sie keine positive Energie hat, die sie ihm feeden kann. Okay, der Typ ist ein Mörderer. Think, Red, we've been cleaning up this guy's messes for 2 nights. Do you want to be one of them? They wanted to live. So do I. This guy's killing you. You're wrong. I've never felt so alive. Okay, und sie glaubt uns nicht, dass er sie umbringt. Sie fühlt sich sehr lebendig. Schade. Look, you know you can't turn your back on this life. You want to end up like your aunt and grandmother? You don't know for sure that'll happen. Of course I do. I saw what happened when they tried to stop. They both ended up in the loony bin. Does one have anything to do with the other? You're just guessing. You're in the dark as much as I am. Okay, und auch das hilft uns nicht weiter, denn ihr Leben mit Spirit Guide war jetzt nicht so das mega tollste scheinbar. Okay, jetzt haben wir hier diese 4 Fälle aus diesem Spiel. So, jetzt, das wollte ich sagen, genau. Und jetzt haben wir da gleich verschiedene Optionen. Ich zeige euch das mal. Wir machen mal, erinnere dich an Jeremy. Gavin murdered Jeremy, Red. You can't have forgotten that. Jeremy? I suggest you forget about Jeremy. He had years to reach out to you and never did. He never thought of you before. Why should you think of him now? That's right. Why should I care about Jeremy? Oh, Alter. Genau, und ja, warum soll sie sich, also Gavin sagt, Jeremy hatte Jahre Zeit, sich mit dir in Kontakt zu setzen und hat es nicht gemacht und jetzt auf einmal denkt er an dich und hat dich doch nur ausgenutzt so ungefähr. Warum solltest du dich um ihn kümmern? Und sie sagt auch, ja, warum soll ich mich um ihn kümmern? Und jetzt kann man hier verschiedene Sachen immer versuchen. Versuchen müssen wir aber tatsächlich, sie sehr wütend sozusagen zu machen und sie umzustimmen. Deswegen, ja, natürlich. Warum solltest du dich um ihn kümmern? Yeah, maybe it's good he's dead and gone. After all, there was no other reason for him to call you. What? Think about it. He was a successful reporter. What would you be to him? Just some crazy girl who talks to herself. Maybe I could have told him. Maybe he would have understood. Maybe you're right. Too bad we'll never know, since Gavin killed him and everything. Come on, fight this! I can't. Course you can. 1 foot in front of the other. Rosangela, listen to me. Don't regress on me now. We've made such progress. Okay, und das hat funktioniert. Jetzt sozusagen klar zu machen, ey, das ist, Jeremy hat diesen Tod nicht verdient und aber hey, du wärst eh nutzlos gewesen, sowas haben wir gesagt, und er hätte dich er war ein erfolgreicher Reporter, was will also einer mit dir? Und sie sagt, ja Mensch, vielleicht hätte er es verstanden. Er sagt, ja, das werden wir wohl nicht rausfinden, nachdem Gavin ihn umgebracht hat. Okay, wir machen mal mit Penelope weiter. Think about Penelope, kid. Gavin tore her family apart. Family? What did family ever do for me? Gut, was hat Familie für sie überhaupt getan? Nichts. Nothing. They didn't give you a damn thing. That's right. Who needs family? You got through it on your own. Those lonely years would break most people, but not Rosa Blackwell. No, I'm still here. That's right. Bit shaken, perhaps, but not broken. You should be proud, kid. I am. So tell me, why are you letting a creep like Gavin tell you what to do? I'm not. Then prove it. Walk away. My head. Come on, Red. You know something's off about this. Rosangela, you are not thinking clearly. You know what you have to do. Ja, und nachdem sie jetzt gesagt haben, hat sie gesagt, was hat denn Familie für mich getan? Er sagt, nichts hat Familie für dich getan. Du hast alles alleine geschafft. Du bist die eine Frau, die es alles auf ihrem Weg alleine gepackt hat, immer gekämpft. Du hast immer für dich selber eingestanden. Nichts hat die Familie für dich getan. Du bist die eine, die die Power hat sozusagen. Und sie sagt, ja, das stimmt. Und dann sagt er, ja, und jetzt lässt du dir von jemandem anders erzählen, was Sache ist. Das kann ja auch nicht richtig sein. Und das hat dann auch funktioniert. Jamie. Ich weiß natürlich noch so ungefähr, was ich sagen muss und wie ich es mache. Kid, think about Jamie. Gavin turned her into something she wasn't. I'm not like her. Jamie didn't know who she was. I do.
Ah ja, und er sagt, er hat Jamie nicht verändert, sondern Jamie wusste einfach nicht, wer sie war und im Gegensatz dazu weiß Rosangela aber, wer sie ist. Ja, genau, und wer bist du? Du bist ein Nichts. You know who you are? Bull. You're the most confused broad I know. You're wrong. I know exactly who I am. You're a medium. It's the only thing you're good at, and now you want to chuck it all away. I am much more than that. No. Right now, you're whatever this guy's telling you to be. That's not true. Then prove it. Joey? That's it. Come on. Almost there. No, your spirit guide is wrong. He always has been. You need to take control over your own life. Turn away from him. Remember Tiffany, Red? Gavin played with her heart until it broke. Tiffany. She was weak and stupid. Okay, ganz kurz. Die Tatsache, dass er gesagt hat, das Einzige, was du im Leben hingekriegt hast, ist Medium zu sein. Du bist ein Nichts. Hat sie so wütend gemacht, dass sie sich gesagt hat, Joey, das stimmt nicht, du erzählst Scheiße. Und Joey hat nur gesagt, ach, willst du mir das beweisen? Du lässt dir jetzt von einem anderen Typen wieder erzählen, was Sache ist. Kann ja wohl nicht sein. Und dann hat er automatisch die letzte Option, weil nur noch eine offen war, aufgeholt mit Tiffany. Und sie sagt, Tiffany ist schwach. Tiffany ist ein Weichei gewesen. Und wir können immer sagen, Gavin killed her. Ja, aber du bist auch nicht besser. You think you're any better? Yes. Not from where I'm standing, you're not. You always think the worst of me. I do, huh? Then prove it. Walk away. I am... Rosangela Blackwell, listen to my voice. You want to listen to me. You need to listen to me. In your heart, you know I am right about everything. Red? I think... You think what I tell you to think. That's better. Now where were we? Get out of my head! Is he... Oh, very clever. You got me when I was feeding. I might have been unprepared, but I won't be next time. Next time? I hate to break it to you, Pally, but you're dead. Dead? No. I have energy to spare. More than enough to bring me back. Gavin, Oh, it's you. I didn't want it to be this way. Get out of my way, Lisa. I was scared. Maybe my grandfather was right. I said get out of my way. No, I can't. Not now. It's got to mean something. Get off of me. Holy shit. Ja, sie hat sich von Gavins Griff befreit, er ist nach hinten geknallt und jetzt ist er auf einmal auch ein Geist. Und er sagt, aber ich habe genug Lebensenergie, um mich wiederzuleben. Sie ist so clever, ey, ich kann mich wiederbeleben, ich habe genug Power über. Und dann kommt Lisa und sagt, ey, diesmal nicht und jetzt machen sie so einen Stress, jetzt müssen wir was tun. Und zwar, zack. Tada, haha, verarscht. This place? Wait, I was never supposed to come back here. It was part of the deal. Please, send me back. I don't think that's possible. No, not yet. It's too soon. You don't understand. If they find me here... No, wait! Give me another chance, please! What just happened? I'm not sure. I think I want to go home now. Holy. I'm very tired. Just head that way. That way? You're sure? Yes. Do you think it was worth it in the end? Any of it? Okay, ganz kurz, wir haben Gavin hier reingezogen, Gavin sagt, nein, ich soll hier nicht hin zurückkommen, wenn sie das rausfinden, ich sollte nicht hierher kommen, das ist Teil der Verabmachung, dass ich nicht wieder hierher komme. Und scheinbar haben sie, wer auch immer sie sind, es rausgefunden und dann ist er geplatzt. Kabam. Und jetzt fragt Lisa uns die schwere Frage, hey, am Ende war das alles wert? War das alles irgendwie ja die ganze Scheiße wert? Und wir sagen mal, Gavin ist immerhin aufgehalten worden. Oder wir wissen es nicht? Ich glaube, wir wissen es nicht, wenn wir ehrlich sind. That's not for me to decide, Lisa. Well, I guess I'll have lots of time to think about it. I was so angry. I've never been so angry. And now I'm just so tired. Go ahead, Lisa. You can rest as long as you like. Thank you. You okay? Sure, I think so. My brain feels scrubbed raw, but I'm okay. And the spooks? Lisa went through. Gavin was taken. Taken. Look, I don't want to stay here. Let's get out of here. Sure. Mhm. You
You wanted to come here? It's a place to go, and I need some air. Suit yourself. The stuff I said. Forget it. It never happened. No, it's all mixed up. The truth and the lies, it's all a big mess. I'm not sure who I am right now. It'll sort itself out. No, Oh, what's the damn point? Huh? I was weak. He got into my head. He found a loose thread in my mind and yanked it free. I should have been stronger. Stronger? The guy had to tie you up and hold you at gunpoint to get through to you. That's more than you can say for anyone else he's met. Maybe. But what's the point? What do you mean? Tiffany, Jamie, the others, none of them were happy. What brought this on? Helping Jeremy. All these ghosts. It should be fulfilling. Why do I feel so empty? Is it Gavin? Or is it me? I wish I had answers. There was a time when I thought the same, that helping someone else would do me good. Turns out, I was wrong. Do you regret it? I don't know. Maybe. Who could say? You make your choices, whether there's a point or not. Then how's this for a choice? This organization that Gavin belongs to, they're out there, somewhere. Somewhere. I want to find them. You sure? Yes. And this is what's gonna bring meaning to your existence? I need to do something, anything. I can't just react anymore. It might not be the right choice, or even a good one, but it's something. Do you understand? Yeah, I get it. And I'm with you. All the way to the end, I'm with you. Thank you. God, I could kill for a coffee. Do you think that cafe down there is open? For their sake, I hope so. Let's get out of here. After you, sweetheart. Wow. Und dann haben wir wieder einen Endabspann. Und ich gönne euch ganz kurz die Zusammenfassung des Letzten, was passiert ist, und dann lasse ich euch den Endabspann. Obwohl, nein, ich lasse euch erstmal den Endabspann. Ich fasse es gleich nach dem Endabspann zusammen und sage noch ein paar Worte. Das Ende ist wieder sowas von krass. Aber jetzt genießt erstmal den Endabspann. Tonight's breaking story. An anonymous tip sent police to a midtown home where 2 dead bodies were found. Police Commissioner Alex Silva had this to say. I want to send a very public message to the ones who did this. This isn't something we tolerate. Not in this city, and not under my watch. So whoever you are, let's get one thing straight. We will find you. It's only a matter of time. Und damit melde ich mich noch ein letztes Mal zu Wort bei The Blackwell Deceptionn. Wir haben wie immer am Ende des Endabspanns noch einen kleinen Ausblick bekommen auf das, was passieren wird oder soll. Ich fasse aber noch mal kurz zusammen, was in den letzten Minuten des Spiels passiert ist, bevor wir zum Endabspann überkamen. Also, nachdem wir Gavin, ich sag mal, besiegt haben, sind Rosangela und Joey zusammen noch mal zum Highwell Park gegangen, wo die Leiche von Jeremy gefunden wurde. Und Rosangela ist nach dieser ganzen Nummer mit Gavin total verwirrt und sagt, all die Lügen, all die Wahrheiten sind so durcheinander, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, wie es vorwärts geht. Ich weiß nicht, wer ich selber wirklich bin. Und vor allen Dingen hat sie gehofft, dass sie
eine Art Erfüllung darin findet, dass sie ständig anderen Leuten hilft. Also sie rennt ja die ganze Zeit durch die Stadt, rettet irgendwelche Seelen und fühlt sich dabei aber trotzdem leer und hilflos und ja, weiß halt auch nicht so genau, dass das halt fühlt sich für sie nicht richtig an, dass sie dabei keine Art Erfüllung spürt, dass sie diese Seelen rettet. Und Joey sagt, ja, das geht ihm ähnlich, er kennt das Gefühl, also er hat früher mal gedacht, wenn er anderen hilft, dann wird das dazu führen, dass es ihm auch besser geht. Und Rosangela sagt dann, sie ist sich nicht sicher, aber diese ganze Organisation, zu der Gavin gehört hat, also scheinbar gibt es ja einen ganzen Vampir-Clan oder was auch immer die jetzt sind, zu dem er gehört. Sie sagt, den will sie sich jetzt vornehmen, sie will diese Organisation ausfindig machen und sie will dafür sorgen, dass die aufhören zu machen, was sie machen. Ob das eine gute Wahl ist oder eine schlechte Wahl ist, das weiß sie nicht. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Und Joey hat gesagt, ja, ich bleibe bei dir bis ans Ende. Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Das ist da passiert. Dann gab es ganz am Ende, nach dem Endespann, nochmal die Breaking News. Die Polizei hat einen anonymen Tipp bekommen, dass da, wo sie dann 2 Leichen gefunden hat in dem Haus, das werden wohl die Leichen von Gavin und Lisa gewesen sein und der Tipp wird wohl von uns gekommen sein. Und dann gab es eine Ankündigung der Polizeikommissarin, der obersten Silver, Frau so und so Silver, meine ich, die gesagt hat, wer auch immer das gemacht hat, wir werden herausfinden, was das ist, wir werden das in unserer Stadt nicht tolerieren und wir werden euch kriegen. So, das zum Finale von Blackwell Deceptionn. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, wie genial diese Spieleserie ist und wie genial intensiv diese Story geschrieben ist. Ich spiele dieses Spiel zum 2. Mal durch und auch die Serie zum 2. Mal durch. Und ich habe tatsächlich auch bei dieser finalen Rede von Rosangela wieder ein klitzekleines bisschen Gänsehaut bekommen. Die ist einfach so gut und so to the point und das ganze Spiel ist einfach so auf den Punkt gebracht. Die Story ist so gut verknüpft, verbunden. Es ist einfach, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Und deswegen, liebe Leute, werde ich mir jetzt ganz kurz ein paar Tage Pause gönnen, denn ich muss mich ganz kurz erholen von The Blackwell Deceptionn, einfach weil diese Story so, ja, die ist einfach so, die reibt einen so auf, wenn man die durchgespielt hat man diesen kurzen Moment der Leere, weil man dieses Gefühl, quasi diese Geschichte beendet zu haben, verarbeiten muss. Und dann würde ich mich in 2-3 Tagen wieder hinsetzen und werde anfangen, Blackwell Epiphany zu spielen. Und für euch natürlich auch zu Let's Playen. Dann sind wir dem Finale der Serie auch dann entsprechend auf die Fährte gekommen. Und ich kann euch nochmal versprechen, für alle die bis jetzt auch schon geguckt haben oder die auch diese Folge jetzt sehen, Blackwell Epiphany ist, man hat schon gemerkt, die Story von Blackwell, die steigert sich mit jedem Teil immer weiter und die wird immer krasser und immer geiler. Und ich kann nur noch mal sagen, Blackwell Epiphany ist der absolute Oberknüller, was die Story angeht. Er setzt noch mal so einen Deckel drauf. Das Rätseldesign ist gut, die Story ist gut, die Events, die passieren werden. Ich verspreche euch Spannung und tolle Twists und Story-Sachen ohne Ende. Ich verspreche euch, das lohnt sich da noch mal wieder einzuschalten. Und deswegen würde ich sagen, für Blackwell Deceptionn, den 4. Teil der Blackwell Saga, bin ich Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, freue mich auf Kommentare, Daumen nach oben und alles andere. Würde sagen, für diesen Teil wünsche ich euch alles Gute, sage ciao, ciao und in diesem Fall auch nochmal, ich bin raus, aber wir sehen uns wieder bei Blackwell Epiphany. Bis dahin.